Guten Morgen aus Tokio. Heute ist angeblich der allerkälteste Tag des Jahres, obwohl es noch gar nicht richtig angefangen hat. In Kyoto und auch überall gefühlt in Nikko schneit es wohl richtig stark und war auch echt krass letzte Nacht. Aber hier, wie ihr seht, strahlender Sonnenschein, keine einzige Schneeflocke. Und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Chiyogaoka und treffe heute die Anne. Die war nämlich noch nie in Chiyogaoka und deswegen habe ich mich einfach als Führer angeboten und werde ihr einfach mal so ein bisschen zeigen, was diese kleine Ecke so alles zu bieten hat. Ich freue mich schon sehr darauf, sie zu treffen und was uns so alles erwarten wird kulinarisch. So, ich bin jetzt in Chiyogaoka angekommen und habe jetzt noch gut eine Stunde oder so, bis die Anne hier ankommt. Sie braucht ein bisschen länger als ich. Da es sehr, sehr kalt ist, werde ich wohl jetzt noch nicht so viel rumlaufen. Und ich denke, ich werde mich jetzt einfach mal irgendwo in einen Café setzen. Mal schauen, was es so gibt. Auf jeden Fall warte ich jetzt erstmal auf sie und nehme sie später gekonnt in Empfang. Auf geht's zum Bahnhof, der Gott sei Dank direkt gegenüber ist. Oh, es ist eisig. Zum Glück ist der Wind gerade nicht so stark. Hallo und willkommen in Chiyogaoka! So, nachdem das Teehaus jetzt leider wieder erwarten heute geschlossen ist, gehen wir in das Tees. Ich werde heute vegan eingeweiht. Ich bin sehr gespannt. Pizza haben die auch. Ich hab's heute immer Pizza. Was ist los? Was trinkt Ach, dann essen wir hier heute einfach. Wie es lebt. So, nachdem wir eben im anderen Restaurant einfach nicht genug kriegen konnten, sind wir jetzt im Peter Rabbit Café mit passender französischer musikalischer Untermalung. Und es war eben tatsächlich im Tees das allererste Mal, dass ich vegan gegessen habe. Also jetzt nicht, ne, also ich bin im Restaurant, wenn ich meinen Salat esse, ist das jetzt auch, ne, nicht gerade fleischig. Aber halt explizit vegan. Ja, und ich muss sagen, es war wirklich sehr lecker. Und ich habe mich dann da so gefragt, wie ist das eigentlich? Weil du lebst ja vegan, vegetarisch. Ja, eher vorwiegend vegetarisch, genau, mit so der Intention, so viel wie möglich vegan mich zu ernähren. Wie ist es eigentlich in Tokio? Fällt es dir schwer oder geht es? Also am Anfang fand ich es wirklich sehr schwer, wo wir hergekommen sind. Am Anfang war ich erstmal so ein bisschen, so man musste sich erstmal daran gewöhnen, dass man nicht spontan irgendwo hingehen kann und sich ja auskennt, so wie es halt in Deutschland für mich schon dann eher schon der Fall war. Und dann war es halt schon teilweise eine sehr große Herausforderung, gerade wenn man sich nicht vorbereitet hat oder so. Und mittlerweile ist es schon so, dass ich sagen kann, im Alter kann ich mich ganz gut durchschlagen, aber natürlich auch immer eher so, dass ich sage, auf jeden Fall
Fall vegetarisch, funktioniert ohne Probleme. Und vegan ist dann schon immer noch mal so den extra Step, den man gehen muss. Es gibt ja auch zum Beispiel so total viele Apps, sage ich mal. Auch, glaube ich, die Happy Cow App, die ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Benutze die regelmäßig oder ist es schon so, dass du vielleicht so, wenn du irgendwo hingehst, schon so ein bisschen online schaust? Wo gibt es so passende Restaurants? Es ist schon so, dass ich gucke, ich meistens so ein bisschen darauf vorbereite. Also wenn man komplett unvorbereitet irgendwo hingeht, dann findet man schon auch was, gerade vegetarisch. Vegan ist dann immer ein bisschen schwieriger, aber da kommt unser Essen. Kurze Unterbrechung. Okay. Das sieht so gut aus. Kurze Unterbrechung. Ja. So, nach dieser kurzen kulinarischen Unterbrechung, also ich meine, ich bin noch am Essen, aber ich lasse dich gerne reden. Genau, wieder zurück zu den Apps und generell, wie man eigentlich so als Veganer, Vegetarier hier Restaurants findet oder generell so Anlaufstellen hat. Also ich nutze sehr viel tatsächlich die Happy Cow App. Eigentlich, also ist das immer so meine Go-To-App, wenn ich halt erstmal irgendwo gucke, wo ich bin, wo ich mich halt gar nicht auskenne. Auch im Voraus kann man da eigentlich ganz gut suchen. Was auch ganz gut funktioniert, ist tatsächlich Google Maps, wenn man einfach mal, wenn man irgendwo einen Standort raussucht oder wo man halt spontan irgendwo ist, einfach mal vegan, also gerade auf Englisch, ne, vegan, vegetarisch, vegetarian sucht, dann findet man auch immer ganz gut was, weil viele Leute, also Google macht das so, dass es auch über Rezensionen sucht und das heißt, man findet vielleicht dann irgendwelche Rezensionen, wo jemand schreibt, so ja hier, das und das war vegan oder konnte man vegan bestellen oder sowas in die Richtung. Also Google Maps ist da tatsächlich auch nicht schlecht. Ansonsten habe ich jetzt über Instagram, der Account heißt glaube ich Itadaki Healthy, die den Account macht, die hat auch eine Map gemacht, also ist auch eine Map, die man sich dann in Google Maps angucken kann, wo halt auch ganz viele Restaurants gelistet sind, die halt vegan sogar sind, also oder vegane Optionen haben. Und das ist auch immer noch was, wo ich manchmal nachgucke, wobei ich das auf jeden Fall im Vorhinein zur Vorbereitung nutze. Für spontan ist das immer ein bisschen umständlich, weil am Handy kann ich diese Map nicht abspeichern. Aber für unterwegs definitiv, also Happy Cow und halt über Google Maps, genau. Ist Happy Cow auch sehr schnell mit dem Aktualisieren, weil ich finde, gerade so in Tokio, die Läden kommen, die Läden gehen und auch die Restaurants, also so schnell kann man gar nicht gucken manchmal. Ja, das stimmt. Also ich hatte es jetzt noch nicht, dass ich bei Happy Cow was gesucht habe, was es gar nicht mehr gab. Es ist eher so, dass bei Happy Cow manchmal die Öffnungszeiten und sowas nicht ganz stimmen. Wenn man bei Happy Cow was gefunden hat, würde ich immer empfehlen, nochmal in Google Maps oder auf der Webseite zu gucken. Würdest du sagen, ist es teuer, hier vegan, vegetarisch zu leben, im Gegensatz zu Deutschland? Weil ich meine, ja, wir kennen ja alle hier die teuren Früchte und die Preise da diesbezüglich. Es ist manchmal wirklich zum Weinen. Aber jetzt so generell, wenn du dich so an Gemüse orientieren würdest und so, oder generell an Tofu, aber Tofu oder auch selbst Natto. Natto ist so günstig. Du kannst, ich denke mir schon, wenn du dich ausgewählt ernährst, das kann schon günstig werden, aber ich glaube, je nachdem. Ja, ich denke auch, je nachdem, also man kann natürlich, also ich glaube, es ist generell so, auch abseits von vegan oder vegetarisch, wenn man sich halt sehr so ernährt, wie man sich zu Hause ernährt, also in Deutschland jetzt in unserem Fall, dann kann das schon teuer werden. Und wenn man sich halt ein bisschen anders halt regionale Gemüse anpasst sozusagen, dann kann das auch schon ganz gut sein preislich. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man macht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, rein vom Essen gehen beurteilen würde, dann ist es schon ein bisschen teurer wahrscheinlich in dem einen oder anderen Fall, als wenn ich jetzt halt nicht vegetarisch oder vegan mich ernähren würde. Aber ich muss auch sagen, jetzt eben das Tees, in dem wir waren, wenn ich so die Preise vergleiche, es war jetzt nicht enorm teurer als ein normales Restaurant und so. Also ich meine, klar, da war jetzt kein Fleisch drin und nichts. Fleisch kann hier auch wirklich teuer sein, also vor allem auch Rind. Aber die Preise waren absolut in Ordnung, wirklich. Es scheint ja wohl irgendwie so eine Kette zu sein. Und überall gibt es ja so diese Ramen-Restaurants, aber hier in Giugaoka ist tatsächlich so das Headquarter irgendwie. Ja, ich glaube auch. Na, bleiben wir doch gleich beim Essen, wo wir schon jetzt beim Essen sind. Ihr habt ja euch zum Neujahr Osechi Ryori bestellt. Und zwar vegan. Ja. Also wie seid ihr drauf gekommen? Wie habt ihr es gefunden? Und was war da eigentlich alles drin? Tatsächlich bin ich darauf gestoßen, weil ich glaube ich auf Instagram irgendwo gesehen hatte, dass, also ich habe es bei einem Online-Shop bestellt, der generell sehr viel vegetarische und vegane Optionen anbietet. Und da hatte ich halt gesehen, dass es ein Weihnachtsset gibt,
Das hatte ich mir erst angeguckt, aber das waren tatsächlich gefühlt einfach nur Fleischersatzprodukte. Also die waren nicht wirklich speziell, irgendwelche speziellen Soßen oder gar nichts irgendwie. Deswegen dachte ich mir, ja, das lohnt sich jetzt nicht so. Und dann habe ich auf der Website aber gesehen, dass sie auch ein veganes Osechi-Set anbieten. Und das fand ich tatsächlich interessant, weil Osechi ja schon ein sehr spezielles Essen teilweise ist. Oh ja. Ja, ich halt generell noch nicht so wusste, was ist überhaupt bei Osechi dabei und was könnte man überhaupt nutzen, um es halt vegan irgendwie zu machen. Und das haben wir dann einfach mal bestellt. Es war tatsächlich ganz schön teuer, aber es war auch echt viel. Also wir haben es halt zu zweit bestellt und es hat, glaube ich, nicht ganz 8.000 Yen mit Versand und allem gekostet. Also das ist schon sehr teuer, aber wir haben auch, glaube ich, 3-mal oder so davon gegessen. Oh. Also es hat sich dann wieder rentiert für die Menge, so, die es war. Ja, genau. Aber in dem Set, was wir bestellt haben, also ich glaube, ich kriege jetzt nicht mehr alles zusammen, aber ich glaube, es waren 6 oder 7 verschiedene Sachen. Und man hätte sogar noch veganes Sushi mit dazu nehmen können. Ach, auch noch? Ja, Cool. aber das hatten wir nicht gemacht, weil wir dachten, ja, das reicht schon. Genau. Und also es waren, glaube ich, 7 verschiedene Sachen. Und dann waren halt 2 Fleischersatzsachen waren dabei. Einmal vegane Ebi sozusagen. Okay, weil die Ebi ist ja, das ist auch mal, was mir so in den Sinn kommt, da bei genau. Osechi. Was es genau war, weiß ich jetzt gerade aber nicht mehr genau. Aber es war lecker, oder? Ja. Bis auf das eine, du hast gesagt, Genau, irgendwas war da drin. Es waren dann noch 4 so Sachen dabei, die, glaube ich, sowieso halt auch Gemüse wären beim Osechi, wenn man das jetzt auch so kaufen würde. Ja. Und eine Sache, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber es war wie eingelegt in so eine, also eingewickelt in Seetangblatt oder irgendwie sowas, Richtung Nori, aber irgendwie auch nicht Nori, ich weiß nicht so genau. Wir haben es leider nicht, es hat uns nicht so geschmeckt, also mir ist ein bisschen schlecht davon geworden. Das war nicht ganz so gut, aber abseits von dieser einen Sache war tatsächlich alles ganz gut. Also ich muss sagen, also ich bin total überrascht, dass es überhaupt sowas gibt, dass sowas angeboten wird. Ich finde es echt gut, weil ja auch hier, man merkt in Tokio, es gibt immer mehr Möglichkeiten in der Richtung. Es war vor ein paar Jahren nicht so der Fall und es wird langsam, ne? Ja, also ich war auch sehr positiv überrascht, so, weil ich von Deutschland aus ja sehr schwer beurteilen konnte, wie wird es so im Alltag sein und so. Stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man dann wirklich auf jedes kleinste Detail achten müsste. Ja. Und stimmt, du hattest mir eben auch noch mal eine Story erzählt, zum Beispiel von einer Sojamilch, die eigentlich gar keine Sojamilch ist. Also es steht zwar drauf, aber... Es ist schon Sojamilch, aber es hat halt Zusätze, irgendwelche Vitaminzusätze, die irgendwie von Muscheln kommen oder sowas. Ich weiß es auch nicht so ganz genau, aber es gibt manchmal so ein paar kleine versteckte Zutaten, die man halt einfach nicht erwartet. Wenn ich lese Sojamilch, dann würde ich nicht denken, dass da irgendwelche tierischen Dinge drin sind. Auch wenn die halt nochmal irgendeinen Geschmack hat oder so. Und das ist ja auch zum Beispiel das Simpelste, dass viele, also die sich auch jetzt nicht mit japanischen Gerichten auseinandersetzen, denken, dass Miso-Suppe, also nur mit ein bisschen Tofu und Waka mit drin, vegetarisch ist. Aber es ist halt, Dashi wird halt aus Fisch gewonnen, aus Katsu. Es ist halt, ne? Es ist schwierig. Also es gibt so ein paar kleine Sachen, auf die man halt achten muss, wenn man halt wirklich all in gehen will und sich komplett vegan ernähren möchte. Ich finde, das ist immer so ein bisschen vergleichbar. In Deutschland ist ganz oft so, wenn man irgendwas bestellt und erstmal denkt, das ist bestimmt vegetarisch oder sowas, dann hat man manchmal so ein bisschen Schinken mit drin, so diese kleinen Schinkenwürfel oder sowas. Also das gibt es auch immer mal wieder. Wobei, hey komm, ich meine, die Priester kriegen es ja auch hin, ne? Ja. Mit Shujin Ryori. Shujin Ryori, ja. Genau. Ja. Das habe ich, das habe ich halt einmal gegessen bei so einer Tempeltour und das war echt lecker. Ja. Deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant in Japan, weil es halt schon auch so, sage ich mal, fleischloses und auch fischloses klingt komisch, aber halt tierloses Essen, also halt veganes Essen an sich ja schon auch ein bisschen dort Verankerung auch kulturell hat mit dem Shujin Ryori, wo halt sehr viele Sachen auch nicht benutzt werden. Aber Shujin Ryori geht ja in gewissen anderen Bereichen nochmal weiter. Ich glaube, du hast ja auch nicht sowas wie Zwiebel und Knoblauch. Stimmt, das gab es auch nicht. Ja, also da gibt es noch ein paar andere Regeln, das heißt, es ist nicht... Das ist wieder so speziell, ne? Ja, genau. Aber es ist auf jeden Fall für Veganer und Vegetarier ist Shujin Ryori auf jeden Fall eine gute Option. Aber find das erstmal. Ja, ne? das ist das nächste Also Problem. nicht jeder Tempel bietet das an. Nee, also es ist schon eher was man mal so als Special machen kann. So. So, jetzt hätte ich tatsächlich noch mal eine Frage an dich. Und zwar, hättest du etwas, was du Leuten empfehlen würdest, die das erste Mal nach Japan oder nach Tokio kommen und die halt vegan oder vegetarisch leben? So Insider-Tipps quasi. Also ein genereller Tipp ist vielleicht, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereiten sollte, was so die Vokabeln sind, die man braucht, wenn man irgendwo hingeht, um zu kommunizieren, was man vielleicht nicht essen kann oder nicht essen möchte. Das, denke ich, ist auf jeden Fall hilfreich, weil man sollte nicht übererwarten, dass Leute dich auf Englisch verstehen, aber das generell halt, ne?
Abseits davon kann ich vielleicht noch ein paar Tipps an Restaurants oder auch Ketten geben, die eigentlich ganz gut funktionieren. Also wir waren ja vorhin in dem Tees Restaurant, davon gibt es Tees Tantan. Das sind mehrere halt Rahmenläden, die es in Tokio gibt. Die sind sehr zu empfehlen. Ansonsten, wo wir bei Ramen sind, Kyushu Jangara hat auch in jedem Laden mindestens eine vegane Option und sogar ein ganzes veganes Restaurant in Harajuku. Wo man auch immer eine vegane Option findet, ist Coco Curry. Also wenn man dort das vegetarische Curry bestellt, kann man das halt mit dann noch Toppings dazu oder so. Das funktioniert auch gut und ist auch eine sehr erfüllende Mahlzeit. Hier Coco Curries ist auch so ein bisschen special, sag ich mal, weil die bieten ja auch zum Beispiel Low Carb an. Also zum Beispiel, wenn man keinen Reis isst oder so. Was war denn Cauliflower nochmal? Ich glaube Blumenkohl, genau, Blumenkohl. Blumenkohl anstatt Reis an. Also die sind da sehr flexibel. Generell kann man bei denen ja auch auswählen, wie viel Reis und wie scharf und so. Das finde ich sowieso super praktisch eigentlich. Das ist super, ja. Das ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und super lieb, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. Gerne. Wenn ihr generell mal mehr über Anne und ihr Leben in Japan wissen möchtet, schaut auf ihrem Channel auf den großen Klang nach. Da berichtet sie sehr, sehr viel über Japan. Ja. Und genau, ich kann diesen Kanal auf jeden Fall sehr empfehlen. Und schaut mal rein. Ich verlinke ihn euch unten in der Infobox. Und so, wir sind jetzt erstmal satt, oder? Ja, definitiv. No. Puh, so, ich bin gerade wieder auf dem Heimweg. Das Treffen war heute echt richtig cool. Ich hoffe, euch hat das kleine Interview aufgefallen. Es konnte dem einen oder anderen helfen, der vegan oder vegetarisch lebt und gerne mal nach Japan möchte. So, und ich mache mich jetzt auf nach Hause, werde gleich kochen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.